Lieben, und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Mühlenabenteuer. Ja, es gibt wie immer viel zu tun. Zum einen mal wieder ärgerlich, am Wasserrad klappert schon wieder eine Schaufel. Das war wahrscheinlich das Problem, dass meine Elektroden so schlecht waren, die ich dafür benutzt habe. Und da sich einfach irgendwas wieder gelöst hat. Die Schweißnaht hat nicht gehalten. Ich habe allerdings neue Elektroden bestellt, aber die sind noch nicht da. Deswegen würde ich jetzt erstmal versuchen, das Fülldraht-Schweißgerät, da habe ich Ersatzteile für bestellt, das wieder ein bisschen zu ertüchtigen, das wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen, dass das vielleicht uns erstmal, sage ich mal, über die Zeit retten wird, bis die neuen Schweißelektroden da sind. Dann seht ihr hinter mir diesen wunderschönen Haufen Dachziegeln, eine Skulptur quasi, aber die muss demnächst weg, beziehungsweise würde ich mich der Sache auch noch gerne annehmen, denn das alles hier, dieser gesamte Platz, der soll dazu genutzt werden, unser Langholz hier zur Mühle transportieren zu lassen, damit wir die nächste Brennholzaktion starten lassen können. Das Zeug ist 12, 13 Meter lang, ich will es mir nicht mitten auf den Hof legen. Deswegen habe ich beschlossen, dass dieser Stapel an Dachziegel wegkommt. Außerdem möchte ich mich hier dieses Stücks Mühlengraben annehmen. Das hatten wir mal als Trockenmauer aufgeschichtet vor etwa 12 Jahren. Aber das ist der Gang der Trockenmauer gegangen. Das heißt, 90% der Mauer liegt jetzt da unten im Graben. Ich kam da nirgendwo dran, da hier alles irgendwie mit Steinen vollgepackt war. Das ist der Platz, an dem das Langholz gelagert werden soll. Zum einen möchte ich den Platz natürlich dafür haben, dass ich das Langholz hier hinlegen kann. Zum anderen möchte ich auch Platz haben, um hier an der Mauer weiterarbeiten zu können. Denn ganz da vorne habe ich noch einen riesengroßen Haufen Sandsteine liegen. Und ja, wie ihr wisst, der Kran soll weg. Und ich möchte auch mit dem Pflaster, was ich gekauft habe, jetzt schon mal anfangen, hier vorne bei uns auf dem Hof die ersten Meter Pflastersteine zu verbauen. Und das kann ich nicht machen, wenn da ein riesengroßer Haufen Sandsteine drauf liegt. Deswegen muss ich meine Projekte jetzt so strukturieren, dass sie irgendwie so ein bisschen ineinander verzahnt sind. Das heißt, ich mache jetzt hier klar Schiff, um das Holz hierher transportieren zu lassen. Dann machen wir das Holz, das arbeiten wir ab, das machen wir weg, beziehungsweise spalten wir es auf und schichten es auf. Und wenn das gemacht ist, habe ich erstmal keine Brennholz-Themen mehr vor der Brust. Dann kann ich anfangen, mir Sandsteine von da vorne zu holen, hier das auszukoffern, hier ein neues Fundament zu legen, die Sandsteine aufzumauern und wenn ich damit dann soweit fertig bin, dass dieses Eckchen durch ist, dann gehe ich nach vorne, da habe ich noch einen großen Haufen Eichenholz liegen, dann werde ich das noch alles aufsägen, das soll dann das neue Wasserradgerinne werden, was ich dieses Jahr auch noch plane, und dann wäre das auch schon mal weg. Damit hätte ich eine Menge Platz gewonnen und komme so ein bisschen voran in meiner Hofgestaltung. Ja, wie ihr seht, ich habe schon mal so ein bisschen angefangen, hier klar Schiff zu machen. Jetzt stand mal irgendwo in den Kommentaren, dass es bei mir auf dem Hof so ein bisschen Messi-mäßig aussieht. Das finde ich nicht fair. Insofern, dass wir hier echt, wir haben uns das hier von einer baufälligen, einsturzgefährdeten Ruine abgerungen, dieses ganze Projekt. Und ich kann einfach nicht alles gleichzeitig machen und dann noch irgendwie mit einer Nagelschere hergehen und Grashalme zupfen. Das Problem dabei ist, ich habe dann auch solche schönen Schätzchen wie hier. Das ist das komplett alte Geschirr für das Wasserrad. Also hier ein großes Kammrad, was hier noch steht. Hier sind die alten Speichen. Hier habe ich diesen Wellenzapfen, der vorne in die Holzwelle reingedroschen wird, um die zu lagern. Hier kommt dann dieser Retzenstein rein. Dann habe ich hier aber noch Mühleisen stehen, Kammräder stehen, Übersetzungen stehen. Und ich möchte das einfach nicht wegwerfen. Ne? Das ist so geil, das Zeug. Ich hatte jetzt ja schon ein paar Mal einen Schrotthändler hier, aber ganz ehrlich, damit werde ich irgendwelche schönen, noch zukünftigen Projekte realisieren. Was genau, weiß ich noch nicht, aber das werde ich schön in Szene setzen. Das ist, ich will jetzt nicht sagen einzigartig, aber doch sehr, sehr selten, dass man sowas noch findet. Und ich habe es komplett gelassen. Also man kann hieraus wieder so ein richtig altes historisches Mühlrad nach dem historischen Vorbild bauen. Hier mittendrin habe ich auch noch beim Abriss von irgendwelchen alten Gebäuden bzw. beim Auskoffern der eingestürzten Bereiche einen richtig schönen alten Schleifstein gefunden. Da werde ich mir auch noch mal einen Bock für bauen und werde den irgendwo schön aufstellen. Dann haben wir hier Mühleisen.
Wir haben ja in unserem Küchenprojekt, was wir umgesetzt haben, haben wir ja schon einen Teil davon wiederverwendet. Aber ja, ich habe da noch so ein paar Ideen. Ja, das muss allerdings noch so ein bisschen bei mir im Kopf reifen. Ich mache ja einmal im Jahr diesen blauen Sonntag, wo wir einen Tag der offenen Tür haben. Da würde ich gern irgendwo so einen Bereich hier bei uns auf der Mühle realisieren, wo man das Ganze noch mal ein bisschen besser darstellen kann. Also wir haben ja jetzt ganz viel Wohnbereich gemacht, aber ich habe auch so Bock und hätte auch eine Idee, dass man vielleicht so einen kleinen Bereich hat, wo man so eine historische Maltechnik zumindest so wieder aufbaut, dass man sie gut demonstrieren kann und dass wir unseren Besuchern ja immer was Neues zeigen können. Ihr seid natürlich dabei, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lasst, denn hier auf dem Kanal, da erfahrt ihr von solchen Projekten natürlich als allererstes. Wir haben ja in der letzten Zeit bzw. in den letzten Jahren das komplette Hausdach historisch eingedeckt. Die Ziegel, die ihr jetzt da seht, die habe ich gestern noch schon aufgestapelt, nachdem ich da ein bisschen klar Schiff gemacht habe. Das sind normale Doppelmulden, Doppelfalzziegel, einfach so naturrote Tonziegel, die auf einen Teil von meinem Hausdach eingedeckt waren. Das habe ich aber runtergenommen, habe das alles durch schöne historische Handformziegel von 1744 ersetzt. Das Ziegelprojekt auf dem Hausdach ist jetzt erstmal soweit durch. Ich trenne mich aber ungern davon. Das heißt, warum es hier auf dem Hof auch immer so ein bisschen chaotisch aussieht, ist natürlich, weil ich die Baustoffe irgendwo lagern muss. Ich kann eben nicht in den Baustoffhandel gehen und sagen, ich hätte gerne mal Dachziegel von 1744, 5000 Stück. Ja, das kann ich zwar machen, aber dann würde mich der Baumarktmitarbeiter wahrscheinlich mit großen Augen angucken. Und wenn er es tatsächlich auf Lager hätte, würde ich dafür, wahrscheinlich würde mein Geld dafür nicht ausreichen, um das kaufen zu können. Von daher muss ich natürlich immer gucken, dass wenn die Chance da ist, dass ich mir dann auch Baustoffe auf Lager lege. Deshalb natürlich auch hier diese Unmengen an Pflastersteinen. Also das sind, weiß ich nicht, werden um die 100 Tonnen Pflastersteine sein, die ich jetzt hier gebunkert habe. Aber vom Bunkern alleine ist es ja nicht getan. Das heißt also, hier ist jetzt mein ganzer Holzplatz, wo ich eigentlich meine Maschinen etc. lagern und abstellen möchte. Alles voll mit diesem wirklich wunderschönen Pflaster, aber es muss natürlich auch in die Erde, damit ich hier meine Plätze nach und nach wieder frei bekomme. Und es ist immer so ein bisschen Gewurstel, das Ganze so zu organisieren, dass es so ein bisschen Hand in Hand läuft. Das heißt, auf der einen Seite weiß ich, ich brauche Lagerzeit, ich muss das Zeug einlagern. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch immer gucken, dass ich mit Projekten weiterkomme, die jetzt erstmal vordergründig nicht so ganz im Fokus stehen, wenn man da so ein bisschen von außen drauf schaut. Weil natürlich wäre es jetzt schöner, noch mehr Wohnraum zu schaffen und die Räume fertig zu machen und so weiter und so fort. Da gehe ich auch wieder dran. Aber ich muss natürlich gucken, dass es immer irgendwie an allen Fronten weitergeht. Und das ist eben auch ein ganz entscheidender Teil. Ich brauche hier Platz auf dem Hof, um einfach schon mal ein bisschen Hofpflaster in den Boden reinzubekommen, damit ich wieder Platz bekomme, um andere Projekte einfach realisieren zu können. Ja, Lieben, ihr kennt mein Problem mit meinen Schweißelektroden. Und da die neuen noch nicht wieder hier sind, ich habe mir jetzt richtig schöne, teure Markenelektroden gekauft, würde ich jetzt erstmal versuchen, das doch wieder mal mit dem Fülldrahtschweißgerät zu bekommen. Fülldrahtschweißgerät hat für mich halt den Vorteil, dass, ich meine, jetzt sind immer eine Gasflasche. Also das Gerät ist geeignet für Fülldraht und auch für Schutzgas. Ich hatte mich aber hier dafür entschieden, es jetzt mit Fülldraht zu betreiben. Ich hatte aber, wie ich so bin, mal wieder Fülldraht im Zubehör gekauft und irgendwie war das keine gute Geschichte. Ich will jetzt nochmal den Original Stahlwerk Fülldraht ausprobieren. 0,8 mm. Der hat eine Seele aus Mittel, was beim Verbrennen Schutzgas erzeugt. Und zudem habe ich mir vorne neue Düsen und Reparaturkit für die Schweißdüse gekauft. Und ich hoffe, dass es damit auch wieder ein bisschen besser funktioniert, weil das war zuletzt wirklich richtig schlecht und fast nicht mehr zu gebrauchen. Deswegen würde ich das jetzt mal versuchen. Das war ein Zubehördraht. Den mache ich wieder zurück in die Packung. Das hat mir nicht so gut gefallen. Der hat nicht so richtig gut funktioniert. Ich hoffe, dass der Original Stahlwerkdraht besser funktioniert.
Und vielleicht auch mit der neuen Düse und mit dem ganzen neuen Zubehör, was ich vorne einbauen werde, schaffe ich es, meine Schaufeln diesmal fest zu verschweißen. Oder zumindest so lange, bis die Elektroden da sind. Ich habe mir hier im Internet so ein Reparaturpaket gekauft für das Schweißgerät. Und da sind jetzt jede Menge Düsen drin. Und ja, alle möglichen Ersatzteile. Davon würde ich jetzt mal versuchen, das Maximale einzubauen. In der Hoffnung, dass mein Schweißgerät dann wieder gut funktioniert. Dann lassen wir uns mal überraschen. Bevor ich mit dem ganzen Gerödel jetzt zum Wasserrad renne, würde ich natürlich erstmal einen Schweißversuch machen. Nicht, dass ich nachher da stehe und merke, war eine scheiß Idee. Kann man schon machen, oder? Was meint ihr? Also ich finde, es ist unvergleichbar viel besser als der Zustand vorher. Damit werde ich es probieren und wenn ihr mir ein bisschen die Daumen drückt, dann wird es auch was werden. Erinnert euch noch an die Eishockey-Szene aus Wayne's World? Auto! So fühle ich mich jetzt gerade. Ja, Leute, ich bin ja Wassermüller und auch nicht aus Zucker. Aber jetzt, gerade jetzt, stand Regen nicht so ganz oben auf meiner Wunschliste. Dieser kleine Punkt hier. Dieser kleine Punkt gibt uns jetzt gerade einen Baustopp. Spiel geht weiter. Es heißt zwar so schön, es klappert die Mühle am rauschenden Bach, aber ich muss euch ehrlich sagen, mir ist es lieber, wenn es nur rauscht und nicht klappert.
Ja, ist schon ein bisschen frech, ne? Den ganzen Tag, den gesamten Tag hat es geregnet. Ich bin klitschnass. Ja, das heißt also, die Regenjacke hat eigentlich gut abgehalten, aber durch das Schwitzen konnte es halt eben nicht anständig verdunsten. Deswegen bin ich ja trotzdem nass. Ich habe 4 Paar Handschuhe verschlissen. Das ist jetzt, sagen wir mal, das ist das 4. Paar, also 3 habe ich in die Tonne geschmissen, weil sie Löcher hatten. Und ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass ich derart viel Dachziegeln besitze. Also ich habe gedacht, so nachmittags um 3 bist du fertig. Jetzt ist 21 Uhr und ich mache jetzt langsam Feierabend, weil das Licht schwindet. Das ist jetzt noch so ein kleines Trümmerfeld. Allerdings alles kaputte Dachziegeln, das muss ich jetzt alles noch aufräumen. Aber heute nicht mehr. Heute werde ich mir noch eine schöne warme Dusche genehmigen und wir sehen uns dann gleich morgen. Ich bin ziemlich froh, dass ich diesen riesen Haufen Dachziegel da vorne weg sortiert habe und jetzt hier auf einem Haufen liegen habe. Das sind nämlich ganz besondere Schätzchen. Ja, die das Video noch nicht gesehen haben, finden es auf meinem Kanal. Das hier sind handgemachte Dachziegel. Die älteste, die ich von dieser Sorte gefunden habe, die war von 1774. Das sind so leicht lasierte Dachziegeln, alle handgemacht. Die habe ich komplett auf unserem Hausdach wieder eingedeckt. Wir haben bei unserem Hausdach ein sogenanntes Kaltdachkonzept realisiert. Das heißt, das Dach ist eigentlich nur wie ein Regenschirm dafür gedacht, dass es nicht auf die erste Etage regnet. Wir haben 2 Vollgeschosse und die letzte Dämmung, die wir eingebracht haben, das ist die Geschossdecke der oberen Decke. Die ist komplett gedämmt. Und das Dach plane ich nicht auszubauen. Das hat zum einen den Vorteil, dass ich diese schönen, wie ich wirklich finde, wunderschönen alten Dachziegel wiederverwenden kann. Das wäre natürlich, wenn ich das Dach ausgebaut hätte, nicht so ohne weiteres möglich, da die einfach nicht so dicht liegen wie moderne Dachziegeln. Aber das gibt eben diese ganz besondere Optik, die ich besonders cool finde. Und ja, es ist eben auch ein Grund, dass unser Projekt so lang läuft. Da kann man sich noch mal so ein bisschen umorientieren. Ne? Das heißt also, wenn ich ganz am Anfang die Entscheidung getroffen hätte, hätte ich wahrscheinlich alle in den Schrott geschmissen und hätte die, wie alle das machen, das mit komplett neuen Dachziegeln eingedeckt. Dadurch, dass ich so viel Zeit hatte, darüber nachzudenken und dann erstmal irgendwie diesen Charme dieser Dachziegel erkennen konnte und auch mal andere Gebäude sehen konnte, die damit eingedeckt waren, habe ich das erst verstanden und ja, habe das dann umgesetzt und habe dann diese Dachziegeln komplett eingedeckt. Ein ganz besonderer Schatz, wie ich finde. Der zweite Schatz, den wir hier haben, das sind die Dachziegel, die auf unserer Scheune sind. Das war auch alles wild gemischt. Das hat mir nicht gefallen. Und darum bin ich hier im ganzen Landkreis rumgedonnert, also wirklich überall rumgefahren und habe versucht, noch welche von diesen alten Dachziegeln zu bekommen. Und das sind Ziegel, ich hoffe, man erkennt es hier, die sind in Kassel, als Kassel noch mit C geschrieben worden ist, gebrannt worden. Das sind historische Dachziegeln und zwar sind das sogenannte Möncheberger Ziegeln. Und wo heute die Uni in Kassel ist, das war früher eine alte Ziegelei und da sind diese Dachziegeln gebrannt worden. Die gibt es natürlich schon lange nicht mehr, aber ihr müsst mal sehen, in was für einem guten Zustand die noch sind. Und damals auch schon lasiert. Der Denkmalschutz sagt ja ganz oft, dass keine lasierten Dachziegel auf alten Häusern verbaut werden dürfen. Aber sowohl die von 1774 als die auch von vor 1900 waren bei uns lasiert. Und ja, das gibt nochmal so einen ganz besonderen Charme, wie ich finde. Bin ich ziemlich froh, dass ich die habe. Dazu gehören hier komplett Firstziegeln. Ich habe einen ganzen riesengroßen Satz Firstziegeln. Habe davon aber auch wieder 2 verschiedene Versionen, einmal so richtig lange. Und dann gibt es hier, die finde ich fast noch ein bisschen schöner, diese kurzen. Die passen auch zu diesem System. Habe ich hiermit komplett komplettiert. Das heißt, meine ganzen Dachfirsten, die ich oben noch eingedeckt habe, habe ich hier mit diesen alten, schönen, historischen Schätzchen gemacht. Ja, wunderschön finde ich. Also richtig wunderschöne Dachziegel. Dazu gehört, und das ist fast noch ein bisschen seltener, natürlich, dass ich dafür auch noch die halben habe. Und man könnte ja jetzt sagen, das sind ja ganz normale Doppelmuldenfalzziegeln, aber das stimmt nicht, denn die normalen Doppelmuldenfalzziegeln, dann könnte ich mal, ja, oh nee, da komme ich jetzt so nicht dran, die haben hier auch noch eine Doppelfalz. Das heißt also,
Das ist hier eine Doppelmuldenziegel, die hat 2 Mulden und hier hat sie so eine Falz. Aber die neuen Ziegel hier haben alle eine Doppelfalz. Das heißt Doppelmulden, Doppelfalzziegel und das hier ist quasi eine Single-Falzziegel und die ist auch in einem anderen Format. Das heißt, die passt mit modernen Dachziegeln nicht zusammen. Ich kann mir einfach losgehen, mir moderne Dachziegel kaufen. Die passen vom Format nicht. Die haben eine andere Größe und die verzahnen sich hier auch anders. Deswegen war ich ziemlich froh. Ich habe aus einem, da ist ein Hausdach abgerissen worden. Da habe ich eine ganze Menge von den Dachziegeln ergattert, wie man hier sieht. Und das sind meine Schätzchen. Und deswegen bin ich auch ziemlich happy, dass ich die habe. Und muss sie hier auch lagern, denn wenn mal irgendwas ist mit dem Dach, kann ich nicht einfach losgehen, mir neue kaufen. Oder ich muss das ganze Dach neu machen. Das brauche ich ja natürlich jetzt auch nicht so. Dann habe ich hier noch mal eine ganze Menge Dachziegeln. Die sind bei uns auf dem Freisitz drauf. Die waren da auch schon drauf. Da habe ich nur noch mal ein paar neue organisiert, weil ich da das Dach neu gemacht habe. Und hier, das sind diese, sagen wir mal, Standard Doppelmulden, Doppelfalzziegel. Und das sieht man hier auch ganz schön. Die haben ja hier so 2 Rasten, mit denen die sich ineinander verzahnen. Das ist jetzt was man wahrscheinlich auch noch nachbekommen würde. Ich schätze mal, dass die so um 1950, 1960 eingedeckt worden sind. Die habe ich von unserem Hausdach alle runtergenommen. Alle. Und ja, jetzt habe ich hier, keine Ahnung, 40, 50, 60 Quadratmeter von diesen Ziegeln liegen, die ich eigentlich nicht mehr brauche und auch nicht mehr haben möchte. Aber naja, haben ist besser als brauchen. Für Schrott waren sie jetzt auch zu schade. Von daher habe ich mir gedacht, komm, packst du auch dabei. Aber hier hinten die wären tatsächlich die, von denen ich mich als allererstes trennen würde. Denn ich finde die wirklich nicht so richtig schön, weil die sind so einfach nur so, ja, die haben irgendwie nicht so richtig dolle was Besonderes. Das sind einfach naturrote Totziegel, wie ich sie heute auch noch bekommen würde. Von der Farbe her, naja, bieten sie mir jetzt auch nicht so. Ja, also wenn man sowas dagegen sieht, das ist schon was ganz anderes. Ne? Und ja, sind mehr oder weniger alle gleich. Ich finde, wenn alle Dachziegel so gleich sind, hat auch was, aber macht das Dach auch so ein bisschen tot. Ich finde das auch schön, wenn das von den Farben so ein bisschen variiert. Damals waren ja die Standardisierung noch nicht so weit fortgeschritten. Das heißt, sie hatten einfach nicht die Möglichkeit, einfach so eine gleichbleibende, komplett unifarbene Charge zu machen und damit hat jede Ziegel so ein bisschen anders aus. Wenn man die dann auf dem Dach eindeckt, dann gibt das so ein richtig schönes Farbenspiel und das finde ich halt einfach richtig klasse. Das ist der Trümmerhaufen, der von meinem Dachziegelhaufen übrig geblieben ist. Da muss ich jetzt noch mal ran, das alles noch mal irgendwie sortieren und zu gucken, was ich mit den ganzen Resten mache. Es muss jetzt alles aufgeräumt werden, denn hier möchte ich einfach nur noch Erde nachher haben. Ja, ich will ja den Hof pflastern, dafür habe ich mir so viel Hofpflaster gekauft, aber ich will natürlich nicht alles tot pflastern. Das heißt also, ich möchte hier so gerne einen kleinen Weg, der zur Mühle führt, anlegen und dann möchte ich auch dementsprechend Grünstreifen haben, um Möglichkeiten, das zu bepflanzen. Und da muss natürlich der Schrott hier alle noch weg. Aber zum Langholz hinlegen wird es erstmal reichen. Das macht dem Langholz nichts, wenn ich das noch auf ein paar Ziegelscherben drauf schmeiße. Und hier unten komme ich dann auch erstmal an meine Mauer dran. Da ist natürlich jetzt erstmal wieder jede Menge Wasser im Fluss. Da es wirklich richtig viel geregnet hat die letzten Tage. Aber ja, das meiste davon habe ich wahrscheinlich persönlich kennengelernt. Und ja, hier muss ja eben noch Ufermauer aufgemauert werden. Das ist ein Projekt, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Wenn das hier schön aufgemauert ist und ich die Ecke auch mal wieder schön habe, dann geht es hier auf dem Hof auch mal wieder ein bisschen voran. Den Hof den betrachte ich ja für mich immer so ein bisschen als Bauhof, aber langfristig muss da natürlich auch mal ein bisschen Grund reinkommen. Ne? Das heißt also, die Baustelle möchte ich so ganz langsam vom Haus wegziehen, bis sie sich dann hoffentlich irgendwann in Wohlgefallen auflöst. Habe natürlich innen drin auch noch ein paar Themen. Wenn jetzt aber der Kran wegkommt, dafür habe ich mir jetzt hier diesen schönen Heckstapler gekauft. Richtig cooles Teil, freue ich mich. Muss ich unbedingt mal ausprobieren und ja, damit ich das Teil auch vernünftig abstellen kann, habe ich einen Teil der Dachziegel, das habt ihr vielleicht gesehen, hinten auf eine Palette gestapelt und die Idee ist jetzt, dass ich den so vorbereiten kann, dass ich den immer schnell anbauen kann. Wenn der natürlich da liegt, dann ist natürlich erstmal nichts mit schnell anbauen, aber wenn der Kran dann irgendwann weg ist, das Ding kann bis zu 6,50 Meter ausfahren und kann auch nach rechts und links verfahren werden.
Und die Hoffnung ist, dass ich dann ganz viel eben mal mit dem Heckstapler machen kann. Und wenn ich dann anfange, hier oben in den Räumen, der Flur, der ja eigentlich zentral jetzt im Treppenhaus sitzt, da kann ich ja natürlich nicht mehr mit Matsche-Stiefeln jetzt hochlatschen und hier noch eimerweise Lehm und Material hochpacken. Von daher habe ich mir gedacht, ich mache es so, dass ich mit den Heckstapler so vorbereite, dass ich mit dem Schlepper quasi rückwärts gegen die Hauswand fahren kann und mir das Material dann mit dem Heckstapler hochfahren. Da werde ich mir vielleicht noch mal eine Kamera oder sowas anbauen, dass ich auch sehe, wo ich so ungefähr bin mit dem Hubgerät. Ja, wenn ihr da Erfahrungen habt, dann könnt ihr es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, ihr fandet das Video auch ein bisschen spannend. Ja, ich lasse mir natürlich, oder das Leben lässt sich für uns immer neue Mühlenabenteuer einfallen. Ich freue mich total, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo und Like da lasst und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, macht's gut, bleibt trocken. Ciao. Tschüss.